Als der erste Abschnitt vom Hafenbau erfolgreich abgeschlossen war, richtete die Bauleitung ein großes Fest für uns am Pool aus. Am Clubhaus war ein 10 Meter langes Buffet aufgebaut und die Frauen erschienen in langen Abendkleidern. Der Oberbauleiter hielt eine Rede, in der er den Mitarbeitern für ihre gute Arbeit dankte. Campboys liefen mit gut gefüllten Tabletts herum und boten Getränke an. Wie immer floss der Alkohol in Strömen. Aber das war nichts gegen die Party, die kurz darauf in unserem Haus stattfand. Lina hatte mir am Tag davor einen Behälter gebracht, in dem normalerweise das Essen zur Baustelle gebracht wurde. Ein großes Metallfass, das man luftdicht abschließen konnte. Wir kippten also etliche Dosen Ananas da rein und schütteten ein paar Flaschen Tzatziki darüber. Das Ganze musste dann über Nacht ziehen. Bevor die Gäste eintrudelten, vollendete Frank das Ganze mit mehreren Flaschen Apfelwein. In der Küche hatte ich verschiedene Häppchen und Salate angerichtet. Unser Haus war proppenvoll und die Party wurde ein voller Erfolg. Aber auch ein furchtbares Gelage. Denn die Ananasbowle verfehlte ihre Wirkung nicht. Eine der Frauen, die keinen Alkohol trank und nur die Fruchtstücke gegessen hatte, musste mitten in der Nacht nach Hause gebracht werden, weil sie alleine nicht mehr laufen konnte. Wir tanzten, als wäre es unser letzter Tanz. Spät in der Nacht drückte mir irgendjemand meine Gitarre in die Hand und stimmte einen alten Song von Freddie Quinn an. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt. Brennend heißer Wüstensand, so schön, schön war die Zeit. Alle Anwesenden gerieten daraufhin derart aus dem Häuschen, dass sie mit einer Polonaise durch das Camp zogen. Und sie machten auch nicht vor dem unverschlossenen Nachbarhaus Halt, in dem ein älterer Polier und seine Frau festschliefen. Das Paar war stinksauer, als die Truppe laut gröhlend durch ihr Schlafzimmer marschierte. Es wurde schon hell, als einige auf die Idee kamen, schwimmen zu gehen. Und so beendeten wir das Fest, indem wir in voller Bekleidung in den Pool sprangen. Am nächsten Tag war ich völlig verkatert. Und mir wurde klar, dass das so nicht weitergehen konnte. Ich hatte auch so zugenommen. Der kalorienreiche Alkohol und das viele Essen. Ich gefiel mir überhaupt nicht mehr. Und so trank ich ab sofort nur noch alkoholfreie Getränke. Und die fettigen Häppchen ließ ich links liegen. Und Torten mit Sahne auch. Das gefiel aber den anderen Trinkern überhaupt nicht. Oft gossen sie mir heimlich Tzatziki in meinen Softdrink. Aber ich hielt durch. Die Pfunde purzelten und ich fühlte mich wie neugeboren. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.